Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch 5 Papiere zum Zeichnen mit Buntstiften vorstellen. Und zwar kann ich eins vorwegnehmen, meiner Meinung nach gibt es nicht das perfekte Papier, worauf jeder super zurechtkommt, sondern ich denke, jeder muss sein perfektes Papier finden, was zu seiner Art des Zeichnens passt und wie man halt am besten zurechtkommt. Und das ist ja bei jedem anders. Und deswegen möchte ich euch heute einfach diese 5 Papiere vorstellen, ein wenig was dazu sagen, wie sich darauf zeichnen lässt. Und vielleicht hilft das euch ja bei der Wahl eures Papieres ein wenig weiter. Und denkt gerne dran, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne ein Like und schreibt super gerne mal in die Kommentare rein, welches Papier ihr für Buntstiftzeichnungen verwendet. So, dann starten wir gleich mal mit einem Papier, was ich persönlich sehr für Anfänger empfehlen kann, weil die Preis-Leistung da halt sehr gut ist. Und weil es halt ein relativ dickes Papier ist, was säurefrei ist und man viel drauf schichten kann, also was auch ein paar Fehler verzeiht. Und zwar ist das Paint On von Clairefontaine. Das gibt es in Blöcken zu kaufen, in verschiedenen Größen, aber auch in verschiedenen Farben. Meiner Meinung nach kann man da super drauf zeichnen, super drauf schichten. Wie gesagt, die Preis-Leistung ist da sehr gut, würde ich sagen. Also wenn ihr das noch nicht probiert habt oder wenn ihr gerade anfangt mit dem Zeichnen, überlegt mal, ob das vielleicht nicht das perfekte Papier für euch ist. Das nächste Papier ist das Lana Bristol. Das gibt es auch in verschiedenen Größen in Blöcken zu kaufen. Allerdings muss man hierzu sagen, dass das Lana Bristol wirklich ein sehr glattes Papier ist. Natürlich hat man hier dann keine Papierstruktur, die man irgendwie wegarbeiten muss, damit das alles eine schöne, glatte Oberfläche ergibt. Allerdings nimmt das Lana auch nicht wirklich viele Schichten auf. Heißt, man muss wirklich aufpassen, wie man schichtet und auch wissen, was man tut. Aber wenn man das weiß und da super mit zurechtkommt, ist das wirklich ein super Papier. Habe ich auch schon viel drauf gezeichnet und ich bin da auch sehr zufrieden mit. Die nächsten beiden Papiere sind eigentlich eher Aquarellpapiere. Das erste dieser beiden Papiere ist das Arches Hot Pressed Aquarellpapier. Das gibt es auch in verschiedenen Blockformaten zu kaufen. Und es hat eine sehr samtige Oberfläche. Und ich finde, man kann darauf super schichten und die Ergebnisse wirken darauf noch mal ein wenig weicher sozusagen als auf anderen Papieren. Aber dazu muss ich sagen, dass es im Vergleich zu anderen Papieren ein wenig gelber wirkt. Aber dafür ist es auch ein wenig dicker als die vorherigen Papiere und es wirkt trotzdem sehr hochwertig, ist aber auch teurer als die anderen Papiere. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, man kann gut drauf zeichnen, man kann gut drauf schichten, aber für diejenigen, die es stört, wenn die Papiere vielleicht leicht gelblich sind, ist das vielleicht nicht die richtige Wahl. Kommen wir zum Fabriano Artistico Hot Pressed Extra White. Von den Namen darf man sich nicht irritieren lassen, denn auch dieses Extra White ist ein wenig gelblich. Allerdings ist es wie das Arches auch ein wenig dicker als das Lana und das von Clairefontaine, das Paint On, nämlich 300 Gramm pro Quadratmeter. Allerdings, wie gesagt, auch leicht gelblich, aber ich finde, man kann noch besser darauf schichten als auf den Arches Papier. Ich persönlich finde es sehr angenehm, darauf zu zeichnen, habe auch schon einige Bilder darauf gezeichnet und von daher kann ich das guten Gewissens auch weiterempfehlen. Es ist ebenfalls ein wenig teurer, aber wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt und mal ausprobieren wollt, es gibt da teilweise auch Einzelbögen von zu kaufen. Das ist natürlich günstiger und man kann erstmal testen, ob das Papier was für einen ist. Was ich bei den Fabriano bisher nicht so gut finde übrigens, ist, dass es das nicht in Blöcken zu kaufen gibt, die zum Beispiel A4, A3 groß sind, sondern das sind amerikanische Größen, also muss man sich das Papier dann auch in den Blöcken zurechtschneiden. Das 5. und somit letzte Papier, was ich empfehlen kann, ist Pastel Matt. Das hat eine relativ raue Oberfläche im Gegensatz zu den anderen Papieren. Es ist eher so eine Art feines Schmirgelpapier,
aber man kann halt super viel drauf schichten aufgrund dessen, aber aufgrund dessen sind auch nicht sehr feine Linien möglich, wie zum Beispiel auf dem Lana-Papier. Deswegen würde ich persönlich es nur für größerformatige Bilder empfehlen. Nach meinem Empfinden ging das Zeichnen auf Pastellmatt auch ein klein wenig schneller als auf anderen Papieren. Also allgemein ist Buntstift natürlich trotzdem noch eine sehr langsame Technik, aber aufgrund dessen, dass man auf Pastellmatt mit hell über dunkel zeichnen kann, erleichtert einen natürlich das ein wenig die Arbeit und man ist dadurch ein wenig schneller. Zumindest kam es mir so vor. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in die Papiere, die ich nutze. Vielleicht hat euch das ja auch ein wenig weitergeholfen in eurer Papierwahl. Nun kommen wir nochmal kurz zu meinem persönlichen Ranking von den Papieren. Und zwar auf Platz 1 ist das Fabriano Artistico Hot Pressed Extra White. Platz 2 teilen sich so zwei Papiere. Und zwar ist das Paint-On-Papier und das Lana. Die benutze ich gleich gerne. Aber je nachdem, wie viel ich denke, ich schichten muss, nehme ich das eine oder das andere Papier. Danach folgt, würde ich sagen, das Arches Hot Pressed Papier und danach das Pastell Matt, weil ich vielleicht damit auch noch nicht so ganz warm geworden bin, aber bisher auf jeden Fall nicht mein Favorit. Und man wird es sehen, es kann sich jederzeit ändern, je nachdem, wie gesagt, wie man zeichnet, was für Ansprüche man hat. Und von daher, aber mein Ranking ist bisher so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier lasse ich jetzt noch weitere Videos fürs Zeichnen mit Buntstift anzeigen. Und schaut natürlich super gerne auf meinen Channel vorbei. Da gibt es etliche Videos zum Thema Tiere, Malen und Zeichnen. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ. Bis dann. Tschüss.